Moin Leute, willkommen hier zurück zu The Walking Dead Survivors. Heute gibt es was zu feiern, ja, nicht The Walking Dead Survivors, sondern ich habe heute vor 4 Jahren mein erstes Video hochgeladen und zwar zu The Walking Dead Survivors. Ja, 4 Jahre schon, das ist echt Wahnsinn. Also ich spiele das Spiel jetzt schon 4,5 Jahre, aber das ist echt krass. Ich habe heute YouTube aufgemacht und da stand Glückwunsch. Ja, 4-jähriges Jubiläum, Glückwünsche gerne in die Kommentare. Und aufgrund dessen würde ich mal sagen, verlosen wir, ja, wir machen es mal klein. Ja? Wenn das Video, sage ich mal, 80 bis 100 Likes erreicht hat, verlose ich 3x 1000 Goldbarren. Ingame-ID gerne in die Kommentare, auch Glückwünsche. Ansonsten, Thema des Videos sind die Relocations und natürlich auch, was so in Zukunft passieren wird im Spiel. Und wir gehen einfach mal rein. Wir gehen mal rein in meine Hut hier und wir sehen, hier sind die Relocations. Okay, die Aufteilung nach der Kampfkraft her ist jetzt anders gestaltet. Es gibt jetzt viel mehr Aufteilungen, aber nur bei den Spielern ab 600 Millionen Kampfkraft. Ja? Das heißt, so die Wale und die Delfine, ja, die großen Spieler, die können auch ein bisschen wechseln. Die kleinen Spieler haben Pech, ja, die sind auf ihren Server gefangen, wenn sie einen Server betreten möchten, auf denen es schon viele Spieler gibt, weil die sind nämlich gesperrt. Ja, das gucken wir uns mal an. Und zwar gehen wir mal ganz nach unten hier in der Liste. So. Ich habe die Befürchtung, dass sie die Server zusammenlegen wollen, ja, also mergen wollen. So, okay, hier. Also stell dir vor, du bist auf dem Server, keine Ahnung wo, ja, 20.000, schieß mich tot, ja. Und du hast viele Freunde, ja, die hast du gesagt, okay, ich komme zum Server 20.002, ja. Okay, dann gehen wir mal auf den Server 20.002. Das sieht hier oben eigentlich noch ganz gut aus. Aber ihr seht hier unten die Kampfkraft von 0 bis 500 Millionen. Ja, die ist gesperrt. Die ist voll. Also ich denke mal, dass die großen Spieler eher wechseln können, weil dort gibt es mehrere Aufteilungen. Ja, guck mal, 1,2 Milliarden bis 1,4 Milliarden. Das ist ja schon, das sind 3 Leute, ja, die wechseln könnten. Über 1,4 sind es 4 Leute und die ganzen Delfine und Wale, wie gesagt, die können wechseln, wie sie lustig sind, wenn sie freie Plätze haben. Aber die kleinen Spieler, ja, tut mir leid, die müssen, ja, die sind gefangen auf den Server, wo sie jetzt sind und können auf den Wunsch-Server wahrscheinlich nicht wechseln, weil die sind alle voll. Ne? Die sind alle voll. Wir können mal hier kurz auf den Server 20.116 gehen. Guck mal hier, Server 20.116. Ist komplett voll. Na? Okay. Server 20.117. Hier gibt es noch ein paar freie Plätze. Ne, hier unten ist auch voll. 500 bis 600 Millionen. Was ist denn das für eine Aufteilung? Ich weiß nicht, wer macht das von den Entwicklern? Gibt es da einen Strategen, der das so macht? Oder ist es einfach random? Weil die Klammer, ja, oder die Kluft zwischen 0 bis 500 Millionen, die ist riesig groß. Na? Gut, mag einer sagen, okay, jetzt brauchst du aber nur noch 1 Euro ausgeben, na, für einen Token. Das ist ja egal. Aber 500 bis 600, ja, hat einen Slot. 600 bis 700 hat einen Slot. 700 bis 850 hat einen Slot. 850 bis 1 Milliarde hat einen Slot. 1 Milliarde bis 1,2 Milliarden hat einen Slot. 1,2 bis 1,4 hat einen Slot. Und ab 1,4 Milliarden gibt es auch nochmal einen extra Slot. Das sind immens viele Slots, nur für große Spieler. Na? Also die großen Spieler, damit sie nicht aufgeben, da öffnen wir mal ein paar mehr Slots, damit sie auch ein bisschen wechseln können. Dann haben sie ein bisschen wieder mehr Spaß, können ein bisschen mehr Geld ausgeben. Die kleinen Spieler, okay, die lassen wir erstmal so gefangen. Ja? Dann merchen wir euch vielleicht irgendwann mal, wenn der Server tot ist und dann habt ihr wieder neue Leute unter euch. Na? Ich weiß nicht, wie der Plan ist. Ich weiß nicht, wer das so entwickelt hat. Auf jeden Fall ist es eine Entwicklung für große Spieler. Achso, ich wollte mal gucken, wartet mal. Ich habe was gehört, 20.085. Dass der Server 20.008 irgendwie komplett auseinanderfällt oder zerstritten ist, keine Ahnung. Hier ist jemand drin. Okay, Lady Stormy geht vom Server 20.008 zum Server 20.085. Wen haben wir hier denn noch? Okay, die kenne ich natürlich nicht. So, auch wieder 20.008? Ja, Tatsache. Okay, dann gehen wir mal hier runter. 20.008, 20.008. 20.100. Der Server 20.100, der wird sich wahrscheinlich ein bisschen auflösen. Der Server 20.008 wird sich komplett auflösen, so wie ich das so sehe. Ich weiß ja nicht warum. Ne? Also, es gibt ja auch große Wale, die da ein bisschen vielleicht Ärger machen oder stunk machen. Aber ihr kennt die ganze Geschichte ja, ne? Mit Entwickler und was weiß ich nicht alles. Und sollen sie machen, ja, sollen sie bloß die kleinen Spieler in Ruhe lassen. Wir gehen mal kurz auf meinem ersten Account, weil ich wechsle auch den Server. So, da sind wir auch wieder. Und zwar auf meinem ersten Account, auf meinen OG-Account. Und zwar werde ich den Server 20.100 verlassen. Und zwar bin ich jetzt aktuell angemeldet auf den Server 20.412. Das ist ein Server, der ist leer. Gibt ein paar aktive Spieler. Ich kenne da keinen, das ist komplett random. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben,
wo ich sonst hinwechseln sollte. Eigentlich hatte ich vor, zu einer Totenregion zu gehen, weil, ja, 2 Accounts zu bespielen ist echt zeitintensiv und das möchte ich gar nicht. So viel zu dem Thema mit den Relocations. Das ist echt heftig, ne? Also wie gesagt, 4-jähriges Jubiläum, die Relocations haben wir uns angeguckt. Ja, die kleinen Spieler gucken so ein bisschen in die Röhre. 3 Runden gibt es, dann gibt es die neue Season. Ist die neue Season, sag ich mal, in 1 bis 2 Wochen schon wieder entschieden, dann weiß ich auch nicht. Na? Und wer weiß, vielleicht gibt es ja auch eine neue Karte. Man munkelt ja noch. Na? Aber wenn es eine neue Karte geben wird, dann wird es wahrscheinlich wieder mehr Passagen geben. Obwohl die Entwickler machen genau immer das Gegenteil, was wir alle wollen. Wir wollen keine Passage, wir wollen keine größere Map, wir wollen keine Koalition. Wir wollen die OG-Map zurück, jeder gegen jeden, ja, das ist das Spiel, somit hat es angefangen und somit soll es auch enden. Okay, gut, das soll es mit dem Video gewesen sein, wir sehen uns eventuell im nächsten Video, mal gucken, ja. Bis dann, macht es mal gut, euer Sultai.